Die holen. Der Wind heulte durch die verlassene Stadt und trug den fauligen Geruch von etwas mit sich, das lange vergessen war. Die Gebäude standen wie ausgehöhlte Leichen, ihre Fenster gähnend leer, ihre Türen offen, als würden sie auf etwas oder jemanden warten. Die Luft war schwer von Stille. Eine unnatürliche, bedrückende Ruhe lag über allem und legte sich wie eine unsichtbare Last auf Elias' Haut. Seine Schritte hallten auf dem rissigen Pflaster. Der Lichtkegel seiner Taschenlampe schnitt durch die Dunkelheit. Er hatte die Geschichten gehört, die Warnungen vor diesem Ort. Doch genau das hatte seine Neugier nur noch mehr entfacht. Einige sagten, die Stadt sei von der Zeit selbst verschluckt worden. Andere flüsterten von Geistern, die zwischen den Welten gefangen waren. Er hatte nie an Geister geglaubt. Bis jetzt. Dann kam das Geräusch. Keine Schritte, kein Wind, ein Kratzen, als würden Nägel langsam über Stein gezogen. Langsam, zielgerichtet. Elias' Atem stockte. Er wirbelte herum, sein Puls raste. Die Straße hinter ihm war leer. Und doch war etwas anders. Die Luft war schwerer, die Dunkelheit dichter. Und noch immer war da dieses Geräusch. Näher, viel zu nah. Dann sah er sie. Gestalten, verzerrt, unnatürlich langgezogen. Sie traten aus den Ruinen. Ihre Gesichter grotesk verzogen, ihre hohlen Augen leer und bodenlos. Lautlos glitten sie auf ihn zu, als würde eine unsichtbare Macht sie anziehen. Schatten klammerten sich an ihre Körper, wandten sich, als wären sie lebendig. Panik schnürte Elias die Kehle zu. Er machte einen Schritt zurück, dann noch einen. Sein Herz schlug wild gegen seine Rippen. Er wollte rennen, doch sein Körper gehorchte ihm nicht. Es war, als hielte ihn eine unsichtbare Kraft fest. Die Gestalten umringten ihn, ihre Köpfe neigten sich synchron. Sie lauschten, sie warteten. Dann sprach eine von ihnen. Ihre Stimme ein Flüstern, vielstimmig, unheimlich. Du solltest nicht hier sein. Die Luft verdichtete sich, drückte ihn nieder wie unsichtbare Hände. Die Gebäude um ihn herum bebten, ihre Formen verformten sich, als würde die Realität selbst zerfallen. Elias ballte die Fäuste. Der Boden unter seinen Füßen vibrierte. Eine Kälte kroch in seine Knochen. Unnatürlich, jenseitig. Sein Instinkt schrie ihn an. Lauf! Doch die Gestalten kamen näher, bewegten sich jetzt schneller, zielstrebiger. Ihre Grinsen dehnten sich, verzogen sich in unmenschliche Fratzen. Elias taumelte zurück, rang nach Atem. Dann tat er das Einzige, was er nicht tun sollte. Er drehte sich um und rannte. Seine Füße donnerten über den brüchigen Asphalt. Doch die Stadt veränderte sich. Die Gassen führten ihn im Kreis. Jede Tür, die er öffnen wollte, wurde unter seinen Fingern zu Schatten. Panik packte ihn. Die Stadt war lebendig. Sie ließ ihn nicht entkommen. Dann veränderten sich die Flüsterstimmen. Keine Worte mehr, nur ein endloses, monotones Murmeln, das aus jeder Richtung widerhallte. Die Gestalten waren nicht mehr hinter ihm. Sie waren vor ihm, zu seiner Linken, zu seiner Rechten. Ihre hohlen Augen brannten sich in ihn hinein. Etwas zerrte an ihm, tiefer als Fleisch, tiefer als Verstand. Seine Gedanken wurden schwer. Sein Blick verschwamm. Die Luft roch nach Verfall, nach Metall, nach Blut. Die Gestalten kamen näher. Ihre Hände streckten sich aus. Ihre Finger zu lang, zu dünn. Ein einziger Gedanke durchfuhr Elias wie ein Blitz. Dieser Ort war nicht verlassen. Er wartete, und nun hatte er ihn gefunden. Elias wollte schreien. Kein Laut kam heraus. Kalte Hände berührten ihn. Ein stechender Schmerz brannte in seiner Brust. Etwas wurde ihm entrissen. Seine Erinnerungen zerfielen. Er sah Bilder, sein Elternhaus, eine Geburtstagstorte, das Gesicht eines geliebten Menschen. Dann, eines nach dem anderen, verschwanden sie. Sein Blick wurde dunkel. Seine Hände, waren es noch Hände? Er blickte hinab. Nichts als Schatten, die sich bewegten, wo einst sein Körper war. Er zerfiel, löste sich auf, wurde eins mit der Stadt. Das Letzte, was er hörte, war ein Flüstern. Du hättest niemals existieren sollen. Dann kam die Stille. Die Stadt stand, wie sie immer gestanden hatte. Leer, wartend. Der Wind trug den fauligen Geruch weiter. Und in ihrem Zentrum stand eine neue Gestalt, mit leerem Blick in die Ferne gerichtet. Elias. Aber es war nicht mehr wirklich er. Und irgendwo in den Ruinen flüsterte es erneut. Es wartete auf den nächsten Besucher.